Die EU will alles wissen, was du wie wo besitzt, und das natürlich auch im Immobilienbereich. Und es gibt ein neues weltweites Immobilienregister. Du hast es sicherlich mitbekommen. Wenn nein, dann schau dir dieses Video bis zum Ende an. Es wird kaum darüber berichtet, ja, denn die EU und ja weltweit soll das Immobilienvermögen noch viel weiter verknüpft werden. Denn hier gibt es sozusagen eine Lücke, hat man festgestellt, dass man ja nicht genau weiß, wer wie wo Immobilien besitzt. Und das soll zukünftig geschlossen werden. Sozusagen das CRS für Immobilien. CRS, das sind die Common Reporting Standards. Das heißt, wenn du Auslandskonten hast, gibt es ja über 100 Länder, die Finanzdaten austauschen, dass das heimische Finanzamt genau weiß, was denn da im Ausland passiert. Und genau das wird auch im Immobilienbereich kommen. Von dem her herzlich willkommen heute nochmal hier aus Thailand. Hier ist es sehr, sehr sonnig. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich heute meine Sonnenbrille aufhabe. Und so ganz so sonnig ist das Thema vielleicht, zumindest für diejenigen, die einfach auch nicht möchten, dass der Staat alles wie wo weiß. Gerade Staaten, die eben auch immer mehr und mehr mit dem Rücken zur Wand stehen und gewaltige Verschuldungen auftürmen, was irgendwann auch mal bezahlt werden muss und wo ja Vermögensabgaben auch bereits diskutiert werden. Ja, denn irgendwann werden diese ganzen Staatsverschuldungen mal glattgestellt werden müssen und die Vertrauensfrage wird gestellt. Was wird danach passieren? Aber gut, schauen wir uns erstmal an, was hier passiert. Und zwar, es wurde ein neues Rahmenwerk verabschiedet von der OECD und den G20-Finanzministern im Oktober 2025 in Südafrika, was wir hier sehen können. Und da gibt es ein neues Kürzel, das lautet IPI-MCAA. Und das steht für Immovable Property Information Multilateral Competent Authority Agreement. Also ein richtig schöner Wortdinosaurier. Und es bedeutet letztendlich nichts anderes als ein Informationsaustausch im Immobilienbereich. Man festgestellt hat, hoppla, das haben wir noch nicht. Das würde uns aber allen gefallen, wenn wir das hätten. Und dann wird an die teilnehmenden Staaten, welche das voraussichtlich sind, das sehen wir uns nachher jetzt auch gleich an, bereits vorhandene Daten aus elektronischen Registern, zum Beispiel Grundbücher, wirtschaftliche Eigentümer etc., sehen wir uns auch gleich an, was alles ausgetauscht werden soll. Ja, die werden dann zusammengeführt bzw. wird dann an das jeweilige Land gesendet. Und gegebenenfalls werden diese Daten auch ausgeweitet. Ja, je mehr Daten, umso besser. Also, offizieller Zweck dazu, Steuerbehörden sollen eben auch prüfen können, ob Bürger Auslandsvermögen und Einkünfte korrekt angeben. Aber wo manche auch Angst haben, könnte es einen weiteren Zweck geben. Denn es gibt zum ersten Mal ein international vernetztes Register, was genau zeigt, wer welche Immobilien wo exakt mit Adresse besitzt. Das heißt, da könnte der Staat sogar auch selber hinfliegen mit seinen Bediensteten. Ja, und auch ohne lückenlose Erfassung ist der Zugriff für etwaige Vermögensabgaben, also Enteignungen, deutlich schwieriger. Und das bedeutet eine vollständige Transparenz auch gegenüber dem Finanzamt, gegenüber dem Staat und ein teilweises Ende der Immobilienanonymität und bei einem Staat, der vielleicht potenziell zugreifen könnte. Und wenn wir uns dazu anschauen, der Sozialwissenschaftler Professor Dr. Bernd Raffelhüschen, der hat einmal hochgerechnet, wo wir im Stand 2025 mit der impliziten und der expliziten Staatsverschuldung landen. Also nicht nur die offizielle, sondern auch die implizite Staatsverschuldung mit allen Zahlungsverpflichtungen, die wir haben, also auch Immigration, Sozialstaat und so weiter. Und er kommt da auf gewaltige 19,5 Billionen und nochmal einen deutlichen Sprung von knapp 4 Billionen, 4 Billionen im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn wir uns jetzt ungefähr anschauen, was das bedeutet mit dem Staatshaushalt von 2024 sind es circa 43 Jahre, um das Ganze abzubauen. 43 Jahre. Wenn man jetzt noch weiß, der Staatshaushalt, der ist komplett verplant. Wir brauchen ja mehr Überschuldung. Also brauchen wir eigentlich nicht. Es wird halt einfach ein Haufen Geld ausgegeben für absoluten Blödsinn, wie zum Beispiel Rüstung und Co., was also der Bevölkerung nichts wirklich bringt. Aber es muss irgendwie bezahlt werden. Ja. Also gut, den Rüstungskonzernen und die Konzernen, die da mit drin sind. Also für die ist das natürlich eine Gelddruckmaschine, aber gut, das ist wie gesagt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, das muss halt irgendwann mal gezahlt werden. Ne? Bürger sind ja in dem Sinne, also zumindest sieht es der Staat so, ja Bürgen dafür. So, und dieses Geld muss irgendwie reinkommen. Übrigens, diese 19,5 Billionen, das sind mehr als die kompletten Bankguthaben, die wir in Deutschland haben, als auch das gesamte Immobilienvermögen nur in Deutschland. Das heißt, wenn man es theoretisch komplett
enteignen würde, könnten wir nicht diese 19,5 Billionen zahlen. Und wenn wir uns auch das Thema Immigration anschauen, was ein unglaublicher Kostenfaktor ist, der so gar nicht so transparent gezeigt wird, das wird immer mehr und mehr und mehr. So, das heißt, der Staat steht mit dem Rücken zur Wand und er braucht Geld. Sehen wir uns dazu einmal an, in den Immobilienregister jetzt wieder, Daten, die konkret erfasst werden. Es wird auf 3 Seiten erfasst. Du findest es auch unterhalb von diesem Video und kannst es dir dort gerne anschauen. Also zum einen Identität des wirtschaftlich Berechtigten. Denn falls die Immobilie auch über eine Firma oder über einen Trust gehalten wird, ja, dann soll natürlich auch erfasst werden, wem gehört denn die Firma, wem gehört denn der Trust. Also von dem her, es kann eine Optimierung sein für uns selber, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte es auch ein bisschen steuern etc., aber es wird auf jeden Fall versucht werden zu erfassen, was man hier erfassen kann und welche Personen dahinter stehen. Dann Immobiliendetails, die eindeutige ID, Nummern etc., die Adresse. Also dann kann der Staat, wenn er auch sieht, okay, ist nicht vermietet, vielleicht wohnt er oder ist er dann selber auch vor Ort und Ferienimmobilie und so weiter. Also das heißt, es ist wirklich möglich, dort vor Ort hinzukommen. Der Staat weiß es ganz genau. Dann die Art der Immobilie, zum Beispiel Wohn- und Gewerbeimmobilien, Transaktionsdetails, Datum des Erwerbs, der gezahlte Kaufpreis, dann Einkommen und Veräußerung, Identität des Verkäufers, dann Name, Adresse, die Steuer-ID, dann Veräußerungsdetails, Datum des Verkaufs, erzielte Verkaufspreis, also auch wenn es verkauft wird. Vielleicht, wenn du da sehr, sehr starke Gewinne gemacht hast, weiß man auch, oh, das sind tolle Gewinne entstanden. Und dann eben auch laufende Einkünfte. Das heißt, die wissen ganz genau, ja, wohnt da jemand drin? Regelmäßige Einkünfte werden hier erfasst, sofern diese in den staatlichen Registern eben auch mit dabei sind. Also, und wenn hier quasi ein EU-Bürger eine Immobilie in einem teilnehmenden Land erwirbt, besitzt oder verkauft, melden die dortigen Steuerbehörden die oben genannten Daten automatisch an das jeweilige Finanzamt. Und das kann dann eben abgeglichen werden, wird es überhaupt angegeben und wird es korrekt angegeben. Und es wird befürchtet, ein Kartell der Schuldnerstaaten. Was bedeutet das Ganze? Weil, wir haben uns bereits angeschaut, hochverschuldete Länder, zum Beispiel EU, G7, ja, aktivieren den Austausch untereinander. Und so wäre grundsätzlich, ich sage nicht, dass es passiert, aber ich sage nur, dass es möglich ist, ein koordinierter Zugriff auf Auslandsvermögen eigener Bürger möglich. Und auch durch Sicherung via Zwangshypothek im Partnerland, also dass die wirklich auch in dem Sinne zusammenarbeiten können. Also dass andere OECD, CS-Staaten als Erfüllungsgehilfen agieren, ist möglich. Also als Beispiel, Immobilie in Spanien, diese liefert Daten eben an Deutschland. Deutschland nutzt sie für eine Abgabe, abgesichert im spanischen Grundbuch. Welche Länder nehmen jetzt daran teil? Und da gibt es noch kein offizielles Feedback, weil eine offizielle und vollständige Liste der unterzeichnenden Staaten des IPI-MCAA wurde von der OECD bisher nicht öffentlich geführt. Also es wird erst eingeführt, es soll 2026 oder dann anscheinend spätestens 2027 an den Start gehen. Aber es lässt sich bereits einiges ableiten. Es ist ein OECD-Dokument, das heißt, alle OECD-Mitglieder, das beinhaltet natürlich alle EU-Staaten, inklusive Deutschland, Österreich, auch Großbritannien, Kanada, Australien, auch Schweiz, Liechtenstein etc. wird dort sicherlich mit dabei sein. Und das sind eben auch Vorreiter bei diesem Thema der vollständigen Transparenz ihrer Bürger. Haben hier alle wichtigen Abkommen unterzeichnet, somit sehr wahrscheinlich, dass sie eben auch das Ganze aktivieren werden. Und bekannte frühe Unterzeichner sind hier Albanien, Chile, die Vereinigten Arabischen Emirate. Dann wahrscheinliche Nicht-Teilnehmer, weil diese Länder nehmen auch schon nicht am CRS teil. Da gibt es übrigens ein eigenes Video dazu, weil es sind ja trotzdem immer noch 88 Länder, aber das sind halt eher exotische Länder, vielfach auch in Afrika, Lateinamerika, asiatische Länder, die jetzt also vielfach nicht so relevant sind und wo man jetzt normalerweise nicht als erstes denkt, wenn man jetzt in Immobilien investiert. Aber es gibt sehr, sehr spannende Länder, wie zum Beispiel eben auch Paraguay oder auch Nordmazedonien, Montenegro etc. Und auch die USA. Die USA haben ja ihr eigenes System im Kontenbereich, das heißt, die nehmen nicht am CRS teil. Also das heißt, sie bekommen alle Daten über US FATCA, aber im CRS nehmen sie nicht teil, das heißt, sie liefern keine Daten. Das ist ja immer so, wie die USA immer so Partnerschaften sehen auf Augenhöhe sozusagen. Ja, bei anderen Ländern, also je weniger auch digitale Infrastruktur die haben, desto schwieriger ist es für sie, beziehungsweise die können das gar nicht darstellen. Und das wird eine deutliche Aufwertung für diese Länder haben. Also wir werden es noch konkret sehen. Am CS nimmt der Paraguay zum Beispiel nicht teil. Also kann sehr, sehr gut sein, dass es auch hier
nicht der Fall sein wird. Und wenn wir uns dieses Thema mal aus der Adlerperspektive sehen, weil jetzt haben wir uns hier über den Immobilienaustausch unterhalten, der jetzt neu kommt, aber es gibt ja schon bestehende CRS, wo die Bankkonten ausgetauscht werden mit CARF und DAC8 und im Bereich Krypto, dann sicherlich die nächsten Wochen, habe ich auch bereits vor, auch dazu noch mal ein Video, da gibt es einige Neuerungen, das werden wir uns auch anschauen, deswegen YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen, damit du die Benachrichtigung nicht verpasst und vor allem die wöchentlichen Freitagsmails, da siehst du immer die aktuellen Themen, neue, interessante, spannende Länder, immer neue Geld- und Finanztipps, jetzt inzwischen seit fast schon 10 Jahren, wo du jede Woche eine neue E-Mail erhältst. Und inzwischen sind wir eine der größten Geld- und Finanzcommunities im deutschsprachigen Raum und internationalste überhaupt. Also damit du wirklich im Rahmen dieser finanziellen Selbstverteidigung nichts verpasst, schau dir das Ganze wirklich an. Du solltest up-to-date sein. Dann EU-Vermögensregister, das ist ja wirklich ein zentrales Register, wo alles erfasst wird. Also das sind ja auch solche Bereiche wie Edelmetalle dort mit dabei. Also auch das ist eigentlich so das, was in dem Kontext noch fehlen würde, ein internationales Edelmetallregister. Also das wäre alles andere als überraschend, wenn das auch noch kommt. Wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung. Mit dem EU-Vermögensregister haben wir es aber bereits, dass auch solche Thematiken erfasst werden, ist also auch da bereits drin. Und mit DAC7 auch digitale Plattformbetreiber wie Airbnb, Booking, Expedia etc. auch erfasst werden sollen, wie viele Einkünfte denn wo. Also die Staaten, die möchten einfach alles wissen, was um das Thema Geld, Finanzen, also der gläserne Kontrollbürger ist längst Realität und es wird immer weiter vorangebracht. Ein kurzer Blick hier noch in die Zukunft. Ab 26, 27 soll der erste Austausch dann stattfinden. Die teilnehmenden Länder müssen nun eben auch die nationalen Gesetze anpassen, die technischen Voraussetzungen schaffen werden, also fleißig daran feilen. Wie kannst du dich schützen? Es ändert nichts an dem Thema der Internationalisierung. Das heißt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, du hast halt alles an einem Ort, dann hast du gar keine Streuung. Also wissen es doch alle beim Thema Geldanlage. Ihr setzt doch nicht alles auf eine Karte und eine Aktie. Das ist doch total logisch. Aber eben auch nicht vergessen, nicht nur beim Thema Geldanlage zu streuen, sondern eben auch mit dem Themen wie Konten, dann wie zum Beispiel mit Krypto und ein alternatives Finanzsystem. Ja, es wird dann transparenter etc. Aber trotzdem, du bist nicht so einfach greifbar, wenn du alles an einem Ort hast. Das ist das Schlimmste in dem Kontext, wenn dir halt deine Sicherheit und deine Freiheit wichtig ist, alles nur an einem Ort zu haben. Deswegen beschäftigen wir uns ja intensiv, laufend und wir mit unseren Tippvideos jede Woche mit dem Thema Internationalisierung. Und zwar gibt es auch immer mehr Transparenz, aber kein direkter Zugriff. Und es werden natürlich auch Länder aufgewertet. Also ich sage jetzt mal in dem Bereich Länder, die nicht erfasst werden, die nicht mitmachen werden. Da kann es teilweise vielleicht sogar einen richtigen Run in bestimmte Länder geben. Auch darüber informieren wir natürlich und haben natürlich auch einiges in petto. Und wenn du halt sagst, okay, es wird einfach zu viel inzwischen das und das und das, weil es ist ja ein Prozess, der schon über Jahre, im Prinzip Jahrzehnte geht, wer das auch wirklich beobachtet hat, also wer hinschaut und einfach dann auch sagt, also wenn du die möglichste Rechtssicherheit haben möchtest, dann das Thema Auswandern, dass du rechtlich nicht in einem Land angesiedelt bist, das eben, wie gesagt, schuldentechnisch komplett in den Rücken zur Wand steht und sich irgendwie anderweitig finanzieren muss zukünftig. Und dann ist das Thema Auswandern. Ich weiß, dafür bekomme ich jetzt in der Regel nicht sonderlich viel Applaus, aber es ist halt das, was den größten Schutz bietet. Und im Übrigen, wenn wir uns inzwischen anschauen, die EU entwickelt sich zu einem Rüstungsstaat, Superstaat sozusagen. Wir wissen alle nicht, was wie kommt. Auch da hast du natürlich die größte Sicherheit, wenn du dann nicht vor Ort bist. Ich glaube, das Beispiel Ukraine hat gezeigt, ja, wie das Ganze dann sein und laufen und ausgehen kann. Also von dem her, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wie gesagt, YouTube-Kanal abonnieren mit Glockenzeichen, unseren Freitags-Tipp-Verteiler unbedingt eintragen, damit du wirklich up-to-date bist. Wir sehen uns ansonsten spätestens nächsten Freitag wieder. Ich freue mich auf dich, dein Thorsten Wittmann.